meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Und zwar habe ich heute richtig viele aufgebrauchte Sachen für euch, da ich schon lange keinen Aufgebrauch mehr gemacht habe und diese möchte ich euch mal zeigen, Leute. Schaut mal. Eine richtig große Mikrotasche voll mit Sachen und ich bin auch froh, kann ich diese dann entsorgen, Leute, weil das sind so mehrere Monate Sachen, die ich aufbewahrt habe, um euch diese zu zeigen, aber ich hatte leider keine Zeit und jetzt mache ich es mal und zeige euch. Das Video geht sicher sehr lange, aber ich mache euch die Kategorien und dann könnt ihr auch selber entscheiden, was ihr sehen wollt und was nicht. Also, starten wir mal. Und zwar fangen wir doch mal an mit den Lebensmitteln und lebensmittelhaltigen oder ähnlichen Sachen. Und zwar habe ich einmal vom Kaufland Classic das Apfelzimt-Porridge gegessen. Das sieht so aus. Und Leute, ich muss euch sagen, das ist so lecker, so herbstlich und Apfelzimt ist super. Oder für den Herbst und das war sehr, sehr lecker. Und das ist sehr schnell gemacht, also ich muss noch schnell schauen. Die Zubereitung war, man gibt den Inhalt dieses Beutels in eine geeignete Schale, fügt dann kochendes Wasser rein und dann mischt man das und wartet so circa 5 Minuten und dann hat man dieses leckere Apfelzimt-Porridge und da sind auch so Stückchen von Apfel drin und zum Morgen, zum Frühstück ist das super lecker, Leute. Also probiert das mal, ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich werfe alles in die Tasche hier wieder zurück. Dann habe ich von Etty Cracks diese Chili Acele Stäbchen gegessen. Die Türken kennen das sicher oder halt auch die Araber und so. Ja, wie heißen die eigentlich? Moment, schnell Deutsch. Hat es nicht, aber man sagt denen Çubuk Cracker. Also Çubuk ist so Stangencracker halt, oder? Genau. Die waren sehr gut und sehr scharf, also nicht mega scharf, aber ein bisschen schärfer als sonst. Und die kann ich auch sehr empfehlen. Also ich mag sowieso türkische Snacks, Eti und Ülker, super. Genau, das. Dann habe ich von Katjes Vegan Wunderland Sauer Süßigkeiten gehabt mit diesem Einhorn drauf. Und ich wusste gar nicht, dass es schon vegane Süßigkeiten gibt, Leute. Und bei mir ist leider Laktoseintoleranz diagnostiziert worden und auch Fructose und diese waren super. Also ich hatte keine Bauchschmerzen und ich musste auch keine Tabletten vorhinein zu mir nehmen. Und die waren super. Also ich mag saure Süßigkeiten ja auch und genau, kann ich sehr gut empfehlen. Dann habe ich, wie die Türken und Araber und Perser und so kennen, zweimal Tadım Çekirdek Sonnenblumenkerne gegessen. Ich liebe diese, Leute. Und zwar einmal das Original in Rot. Ich mag diese Marke am liebsten. Das. Und dann einmal in Schwarz und sehr gesalzen. Und ich gehe mir eben immer diese Tadım-Marke holen. Aber kaufe die kleine Portion, sorry Leute, da ich sonst süchtig werde und nicht mehr aufhöre. Und diese Portion ist gerade super, dann habe ich auch eine Grenze und höre auf. Genau, das. Dann kommen wir sonst noch zu so veganem Riegel von Vegans Choc Bar Strawberry.
mit fruchtigen Erdbeerstückchen. Ich war mal unterwegs und habe mir diesen Riegel geholt in einem veganen Shop da und das war super lecker, also wenn ihr Erdbeere mögt und keine Milch verträgt, dann könnt ihr solche Riegel holen, falls ihr Snacks wollt oder etwas Süßes wollt und genau, das steht dann den Hunger. Genau, das war super. Und dann noch, apropos vegan, habe ich von der Schweizer Marke, Biskuitmarke Campli, die bio-veganen Zitronenblätter ausprobiert. Die sehen so schön aus. Und ihr wisst ja, ich liebe Zitrone und Limette und so und ich habe die gesehen und musste die probieren und die waren so lecker, Leute. Also Campli allgemein macht ja super leckere Biskuit, aber diese sind nochmal Next Level, Leute. Und ja, falls ihr Zitrone mögt und Biskuit, so feine, leckere, leichte Biskuits, dann müsst ihr euch diese holen. Die haben noch nicht so viele vegane Auswahl, aber die haben noch eins rausgebracht mit so Haselnüssen oder so quadratische Haselnüsse. Und die muss ich auch mal probieren, die habe ich zu Hause aber noch nicht ausgetestet. Genau das. Dann habe ich vorhin Twix Salted Caramel ausprobiert. Das war auch super, Leute, das ist glaube ich neu. Und Twix ist ja sowieso schon mit Karamell, aber hier hat es auch schon ein bisschen größere Salzstücke drin gehabt und fand ich auch super lecker. Also für Snacken immer gut. Dann, was habe ich sonst noch? Genau, zum Beispiel das ist auch glaube ich eine Schweizer Marke, genau, von Nobs, Macadamia mit dunkler Schokolade überzogen. Ich hatte das mal in so einem Too Good To Go Paket und diese waren super toll, Leute. Also diese Marke schon Nobs mit so einem Eichhörnchen, die sind super, diese Nüsse. Also geht und probiert diese. Also ich hole mir diese wieder nach und die waren so, ah ja, ich sehe da gerade, von München Buchsee werden diese hergestellt und verteilt. Und ja, da steht ohne Öl geröstet und fand ich super lecker, wirklich, Leute. Also probiert mal diese aus. Dann, was habe ich sonst noch? Von Migros habe ich Sirup Erdbeer aufgebraucht. Kennt ihr sicher diese mit dem grünen Deckel und von Migros? Die haben die besten Sirups. Und eben, wie gesagt, ihr habt es ja schon vorhin gesehen, ich liebe Erdbeeren und dann musste ich halt diesen Sirup nehmen und habe ich auch aufgebraucht, war super. Dann von Ülker, ich war ja in der Türkei im Herbst und dort musste ich mir von Ülker das Schokocreme en tatlı sabahlar Schokocreme Başlar holen. Das ist türkische Nutella, Leute. Vielleicht habt ihr diese schon gesehen in den türkischen Markets und Bazars und so. Und ja, ich liebe türkische Nutella. Ist viel besser als die normale Nutella von Ferrero da. Die ist viel buttriger, so Leute, und mehr nussiger und die hat auch nicht so viel, ich glaube Palmöl war es doch, oder? Nicht so viel Palmöl drin, die hat gar nichts, glaube ich, drin von ölhaltigen Dingsbums. Und ja, jedes Mal, wenn ich in die Türkei gehe, hole ich mir diese Nutella, wirklich, die ist super und die Verpackung ist richtig groß, da hat schon 400 Gramm Platz oder normal. Aber der Geschmack ist natürlich hier in der Schweiz nicht dasselbe wie unten in der Türkei. Dort ist es natürlich viel, viel besser. Ja, dann habe ich von der DM-Eigenmarke Mivolis die Magnesiumtabletten wieder aufgebraucht. Habe ich ja schon mehrmals gezeigt.
Und diese unterstützen eben die Muskeln und Nerven und 300 Stück sind drin. Dann habe ich von Burgerstein Kurkuma-Komplex. Das war auch so ein Muster, Nahrungsergänzungsmittel aufgebraucht. Mich nimmt das immer so wunder, diese Burgerstein Nahrungsergänzungsmittel. Ich probiere immer gerne wieder Neues aus, um zu schauen, ob etwas ändert oder ob es etwas bewirkt. Aber hier habe ich jetzt nicht so viel bemerkt, aber ich bin immer offen für neue Sachen. Dann ist ja schon lange her, dass ich kein Aufgebraucht mehr gemacht habe. Und zwar habe ich eben noch von Ostern, Leute, von Bauli La Colomba Chocolate Decorate Cake with Candied Orange Peels gegessen. Das sieht so aus. Da seht ihr, hatte so Orangenstücke drin. Und das war super. Das war auch super toll und mit Schokoüberguss und ja, Orangenstückchen. War super lecker. Hatte ich auch vom Too Good To Go vom Nestle Shop erhalten. Genau. Dann war ich so vor circa 2 Wochen, genau, war ich leider krank. Und dann habe ich viel den Magen- und Darmtee von Bad Heilbrunner getrunken. Und dieser ist krampflösend, den hole ich mir immer auch in Deutschland nach. Dieser Tee ist super, Leute. Und den habe ich vom Kaufland geholt. Genau. Diesen Tee. Und jetzt, ihr kennt diese sicher. Und zwar, ich liebe asiatische Nudeln. Und zwar nur eine bestimmte Marke. Also ich liebe diese Marke über alles. Und wenn ihr auch gerne scharf mögt, dann müsst ihr diese holen und austesten. Und zwar heißt das, ist eine koreanische Marke. Und das sind so diese Samyang Buldak Ramen mit so verschiedenen Geschmäckern. Das ist jetzt mit Cream Carbonara. Kennt ihr sicher von TikTok und Instagram und so. Und die waren so lecker. Ich liebe diese. Ich hole mir diese immer nach in Mehrfachpackungen. Und das sind einfach Nudeln, wo ihr in so 600 ml Wasser reinlegt für 5 Minuten. Dann sind diese schon durch. Dann hat es so Pülverchen und diese tut ihr dann auf die noch so nassen Nudeln drauf und mischt das so und dann ist das so lecker und so scharf. Und diese Buldak Marke, die sind immer so scharf, also auch wenn Carbonara draufsteht, war immer scharf und super lecker. Einmal das. Dann die ultra scharfen, zweimal spicy, diese roten hier. Man sieht sie auch schon am Hahn, oder was ist das? Genau. Spuckt schon richtig Feuer. Und dann noch die Curry-Version. War super. Also, wenn Samyang mir Nudeln schicken würde, ich würde sofort einfach nur noch Nudeln essen und zwar einfach von dieser Marke, genau, von diesem Huhn mit verschiedenen Geschmäckern und ja, ich liebe scharfes Essen, Leute. Genau, das waren schon die Lebensmittel. Kommen wir nachher zur Schminke. Wie versprochen kommen wir jetzt zu der dekorativen Kosmetik und zu den Abschminkmitteln und etc. etc. Und da habe ich recht viel aufgebraucht, Leute. Ich wusste nicht, dass ich so viele Sachen benutze oder aufgesammelt habe. Und zwar fangen wir doch mal an mit Mascaras. Und zwar, ich brauche jeden Monat eine neue Mascara oder teste etwas aus. Das gibt ja im Jahr 12 Mascaras. Und da habe ich einmal von Art Deco die Length and Volume Mascara aufgebraucht. Die sieht so aus.
sehr klassisch halt und das Bürstchen sieht so aus. Ist von unten nach oben nachher so dick, geschwungen, wie man dem sagt. Genau. Ich merke gerade, die ist so ausgetrocknet. Und ja, also ich muss sagen, die hat Länge gemacht, aber kein Volumen. Und verschmiert hat sie eigentlich nicht, aber sie war super. Und eben, wenn ihr eine Länge wollt und nicht unbedingt Volumen, dann könnt ihr sie holen. Aber ich mochte diese jetzt nicht, weil ich mag lieber Volumen. Genau. Dann von Dior, die Dior Show Iconic Overcurl. Die sieht so schön aus, Leute, schaut. Und das Bürstchen war, ich muss schnell schauen. Das war so die gebogene eben. Die war super, super schwarz vor allem und hat auch Länge und Volumen gemacht und hat sie auch gehalten. Aber die hat ein bisschen, wie soll ich sagen, verschmiert hier unten. Aber sonst eigentlich sehr toll und ich habe auch so empfindliche Augen und so diese hochwertigen Marken, bei denen habe ich das irgendwie nicht, weil bei so Essens und so meine Augen kratzen richtig. Also genau, auch bei Catrice merke ich es immer wieder. Und diese sind toll, also auch ein bisschen halt hochpreisiger, aber man merkt den Unterschied, Leute. Ja. Diese, dann habe ich noch drei. Oh nein, noch mehr. Moment, einmal, zweimal, dreimal, viermal noch Mascaras und zwar von Lancôme Hypnose Drama. Die sind auch so schön, die Lancôme Mascaras. Und schnell schauen. Das war diese, auch so gewellte Bürste und ich weiß nicht, ich muss sagen, ich glaube, ich mag etwa die Lancôme Mascaras bis jetzt am besten und die haben bei mir auch nicht verschmiert und auch nicht gejuckt und so, sind machen sehr Volumen und ja, sind sehr hübsch und genau, diese mal. Dann von Lancôme eine zweite und zwar Lash Idol, diese hier, die habt ihr sicher schon gesehen. Und die ist auch so, aber bei dieser merkt man halt auch, die war halt mehr für so Länge zuständig und nicht Volumen. Und ich mag oder mochte die andere schwarze Mascara von Lancôme viel mehr als diese hier. Genau. Dann habe ich aussortiert, weil ich diese Mascara schon so lange habe und diese Marke geht mir leider auch nicht mehr und zwar von L'Oréal Paris Waterproof Voluminous Volumen 4x mit Ceramid extra dichte Wimpern ohne zu verkleben. Das war so diese hier, vielleicht hat die Verpackung auch geändert, aber ich habe die schon lange nicht mehr gebraucht und ich wollte sie einfach ausmisten. Genau. Dann habe ich ein Müsterchen erhalten von Chanel. Sehr süß, sehr klein, Leute, schaut. Und genau, die habe ich auch einen Monat aufgebraucht und die war einfach so klein, Leute, schaut. Also, die hat auch so schlimm gerochen. Das riecht so wie Gift. Irgendwie, ihr tut einfach Gift auf die Augen so und jedes Mal, wenn ich das Fläschchen am Morgen geöffnet habe, ich konnte einfach nicht mehr, Leute. Also Verpackung und alles sehr elegant, Marke auch sehr bekannt. Aber ich weiß nicht, riechen alle Mascaras von Chanel so, oder war das irgendwie wegen dem Müsterchen so? Keine Ahnung, aber der erste Eindruck hat mich leider ein bisschen getäuscht. Dann
noch etwas Ähnliches wie Mascara. Also ich hatte ja die Dior Mascara und daneben hatte ich dieses Base Serum für die Mascara hier. Und Leute, schaut hier. Man konnte das nicht normal öffnen. Also ich und mein Freund, wir haben wirklich so eine Werkstattzange genommen, dass wir überhaupt den Deckel aufmachen konnten. Und das ist einfach wirklich eine weiße Mascara, die man halt auch sieht und ja, also riechen tut sie jetzt nicht mega schlimm, aber weil sie halt weiß ist, sieht man sie gleich und man muss ein bisschen warten, bis sie trocknet, bevor man mit der schwarzen Mascara raufgehen kann. Also mochte ich gar nicht, also vor allem den Deckel, dass man diesen nicht normal öffnen kann, nicht gut. Dann, was habe ich sonst noch? Von Maybelline Face Studio Prime Anti-Redness Primer 30 mit neutralisierenden Pigmenten. Das war so eine Creme oder Primer mit so einer Öffnung, ganz dünn. Und ich muss auch sagen, Leute, ich mochte diese nicht. Also der Geruch war auch wieder so richtig giftig, wie man dem sagt, gar nicht gut. Und es ist einfach alles rausgeflossen hier. Also wenn ihr sie so stehend gehabt hattet, so, Moment, dann ist einfach alles runtergeflossen und ja, also für die Rötungen zu verdecken hat es mir jetzt auch nicht mega geholfen, von dem her bin ich froh, ist die fertig. Werde ich mir nicht mehr nachholen. Dann von Essence habe ich auch aussortiert. Leute, ich habe früher immer diese gebraucht. Den Liquid Eyeliner Waterproof. Kennt ihr sicher, wird viel hier gezeigt. Mochte ich früher sehr, sehr gerne, aber meine Augen vertragen kein Essence mehr. Also den Lidschatten habe ich schon noch von Essence, aber solche Mascaras und Eyeliner und wie sagt man, Kajale und so gehen mir nicht mehr. Genau. Dann habe ich von Giorgio Armani meinen Concealer aufgebraucht. Und dieser ist so in Stiftform, Leute, schaut. Aber mir ist aufgefallen, die Nummer 4 habe ich, dass ich solche Stiftformen Concealer nicht mag. Also ich mag lieber diese in Pots wie bei MAC Cosmetics. Und genau, ich brauche auch diese mehr jetzt. Und ich werde mir nicht mehr so Stiftformen holen. Genau. Dann habe ich 2 Nagellacke aussortiert, aufgebraucht. Und zwar einmal von OPI, den Don't Bossa Nova Me Around. Das ist eine sehr schöne Farbe, Leute. Und OPI, muss ich auch sagen, die hat immer sehr lange gehalten bei mir. Mindestens eine Woche und ist nicht abgeblättert oder nichts. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe diese schon sehr lange. Und ja, die trocknet nicht mehr so schnell auf den Nägeln. Und ich hasse das. Ich habe keine Zeit zu warten, bis meine Nägel trocknen. Und darum habe ich es jetzt mal aussortiert. Dann von Catrice die Nummer 370, Just Bury It. Dieses ist auch schon eine ältere Edition. Und da mochte ich die bärige Farbe sehr, sehr gerne. Aber auch bei dieser, die trocknet nicht mehr so gut auf den Nägeln und deshalb aussortiert. Dann habe ich hier einmal von DM die sanfte Waschcreme von Balea. Die mochte ich sehr gerne eigentlich, die Creme, aber das Problem ist die Verpackung, Leute, schaut, die ist hier so
abgeblättert und ja, auch hier so, ich weiß nicht warum, weil die Verpackung müsste eigentlich stabil sein, weil da drückt man raus und sollte eigentlich nicht so abblättern, keine Ahnung. Und ja, habe ich aufgebraucht, aber die Verpackung ist jetzt nicht so toll. Genau, das einmal. Dann von Migros IM Marke das Sugar Peeling mit Kokosnussschale. Für normale bis trockene Haut. Die war super, ich mag ja Kokosnuss und ja, mochte ich sehr gerne, aber die Verpackung ist ein bisschen, finde ich, klein für den Preis, aber ja, Migros macht gute Sachen. Dann apropos Migros habe ich noch das Augen-Make-up-Entferner Waterproof geholt von einem Classic da. Dieses hier war auch super, hat nicht meine Augen gereizt oder so, aber die Verpackung ist nicht so toll, Leute. Es ist einfach so, es war ein bisschen zu ölig überall und ja. Vielleicht eine andere Verpackung, dann würde ich es nehmen. Dann habe ich von Demner, wir haben ja noch kein Rossmann in der Schweiz, aber Demner verkauft Isana-Produkte von Rossmann und zwar den Augen-Make-up-Entferner ölfrei aufgebraucht. Das ist die kleine Version, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch große von denen. Ja, habe ich aufgebraucht, war super. Die Flasche war auch perfekt, mochte ich sehr gerne und wenn ich immer etwas Notfallmäßiges brauche, hole ich es mir im Demner. Genau. Dann habe ich dreimal pflegende Reinigungstücher aufgebracht. Und zwar zweimal von Isana, vom Demner, hier in der Schweiz. Sehen so aus. Hatten, wie viel steht das irgendwo? 25 Stück waren da drin. Für alle Hauttypen, ohne Alkohol. Waren sehr toll, aber ich brauche jetzt keine Reinigungstücher mehr, Leute. Ich wasche mir das Gesicht einfach mit Reinigungsmilch und dann ist gut. Und dann habe ich noch die Classic Reinigungstücher geholt also für sensitive Haut, auch mit Aloe Vera und Panthenol. Und da waren auch für trockene und sensible Haut 25 Stück drin und ohne Parfüm, Leute. Waren toll, aber ich habe mir jetzt geschworen, ich möchte keine Reinigungstücher mehr verwenden, weil dann muss ich jeden Monat diese kaufen und noch einen Schritt mehr in der Reinigung vom Gesicht. Und ich finde einfach mit der Reinigungsmilch geht es auch. Genau. Und dann habe ich von Aldi Ombia Cosmetics die Duo Cosmetic Pads aufgebraucht. Sind super, hole ich mir immer nach. Die sind diese mit den zwei verschiedenen Seiten. Und ja, sind super, hole ich immer. Dann von einem Hotel in der Türkei habe ich mal das bekommen. Cleansing Cream für das Gesicht. War gut. Ich muss schnell schauen. Ah ja, die Öffnung ist leider ein bisschen zu groß. Also man kann nicht so dosieren. Und der Geruch war so kräutrig. Also tolle Erfahrung. Aber die Öffnung, vielleicht sollten sie ein bisschen vorne dünner machen, dass nicht so viel rauskommt. Genau. Und dann habe ich noch den Make-up-Schwamm, wie heißt dieser nochmal, von dieser Marke, ihr wisst welches, aber es kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Habe ich aussortiert. Ich habe diesen schon lange gebraucht und ja, ist Zeit für einen neuen. Genau, das war so die dekorative Kosmetik, Reinigung vom Gesicht und so. Genau. Und nachher kommen wir mal zu den Haarprodukten, Leute.
Also, bei den Haar- und Wellnessprodukten muss ich euch sagen, habe ich auch recht viel aufgebraucht. Und zwar einmal von der Migros pH Balance Marke ist für hypoallergene Kopfhaut und so geeignet, also für empfindliche Kopfhaut. pH 5,5 Shampoo. Oh, wurde sogar klinisch getestet vom Inselspital. Das ist wirklich so ein Shampoo für sehr empfindliche Kopfhaut und ich hatte ja oder habe ja solche Kopfhaut. Und diese Marke habe ich sehr lange gebraucht für die Haare. Und ja, ich bin jetzt momentan etwas Neues am Ausprobieren von meiner Coiffeuse. Und das ist auch sehr gut für meine Kopfhaut. Aber diese ist wirklich ohne Parfüm, schützt die Kopfhaut vor dem Austrocknen, was steht hier sonst noch? Eben hilft Reizungen vorzubeugen und so. Genau, also wenn ihr sehr empfindliche Kopfhaut habt und es immer juckt und so, dann holt euch dieses Shampoo. Super, Migros macht wirklich sehr gute Produkte. Das. Dann apropos Migros habe ich noch von I Am Limited Edition Beautiful Japan die frische Dusche mit zartem Duft nach Kirschblüten aufgebraucht. Und die war sehr schön blumig duftend. Nicht nervend, weil eben Migros macht auch sehr, sehr tolle Produkte und die haben immer so Limited Edition Düfte, die sehr spannend sind und die hole ich mir ab und zu nach, wenn ich Duschgele brauche und zum Beispiel nicht nach Deutschland gehen kann. Genau. Dann habe ich zweimal von Caudalie einmal das Duschgel und einmal die Bodylotion aufgebraucht mit Rosenduft. Genau. Ja, ich muss schnell schauen. Ich glaube, das Duschgel. Nein, ich weiß jetzt wieder, was war. Also das Duschgel war super. Mochte ich sehr, sehr gerne. Dann die Bodylotion war ein bisschen zu dick. Also wenn ihr diese auf den Körper geschmiert habt, ihr musstet wirklich lange das eincremen, bis es mal eingezogen ist. Und ich bin nicht so ein Mensch, der gerne wartet. Von dem her ja, war jetzt nicht so meins. Genau, dann von Balea habe ich zwei Produkte. Und zwar einmal das Balea Duschgel Dream On mit dem Duft von Blüten und tropischen Früchten. Follow Your Heart. War eine Limited Edition. Und wie gesagt, ich mag eben die Duschgele von DM sehr, sehr gerne. Und der Duft war wirklich super. Aber ein bisschen auch so künstlich wie so in den 90er Jahren, wisst ihr noch. Aber ja, super. Dann von Balea Chocolate Dream Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Kakaobutter und Mandelöl. Leute, geht und holt euch diese. Die haben auch die weiße Schokolade-Version gehabt und ich war richtig traurig, habe ich mir auch nicht die anderen geholt, weil ich habe mir nur mit der dunklen Schokolade geholt und die müsst ihr da in den Kühlschrank tun. Und dann am Morgen, wenn ihr richtig müde seid und nicht aufstehen mögt, tut ihr diese von dem Kühlschrank hier auf die Augen, lasst diese einwirken, so eine Viertelstunde oder so, und dann seid ihr richtig wach, Leute. Und der Duft, oh mein Gott, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber holt euch diese. Dann, was habe ich sonst noch von Isana? Habe ich zweimal Badeperlen von Disney aufgebraucht. Einmal diese mit Jasmin, mit dem magischen Duft nach Orange und Jasmin. Also war sehr toll. Das war so orange und man hat Mango sehr gut rausgerochen und das habt ihr sonst nicht bei Drogerieprodukten.
Genau, das. Und nachher einmal von Cinderella mit dem zauberhaften Duft nach Himbeere und Veilchen. Das sieht so aus. War auch sehr toll, Leute. Also Disney-Prinzessinnen wirklich. Ja, ich mochte diese Badeperlen sehr, sehr gerne. Dann noch von Isana wieder, Handschuhmaske, Berry Dream mit Macadamiaöl und Waldbeerenextrakt. Intensive Feuchtigkeit. Das waren so Handschuhe, die mit so Creme gefüllt waren und dann konntet ihr eure Hände reintun, so für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und eure Hände waren nachher babyweich, also der Duft war auch sehr toll mit diesen Beeren. Genau, würde ich mir auch wieder nachholen. Dann, was haben wir hier? Einmal wieder diese Hotelmarke, ich weiß nicht mehr von welchem, aber von W Hotels in Istanbul, die Body Cream. Und ich glaube, das war so eine Marke mit so Kräutern drin. Und ich mag es, wenn es so frisch und kräutrig ist, die Dusche. Und das mochte ich auch sehr gerne, war toll. Dann von Spa, Jalen, Ayurveda, die Sleep Body Milk. Sieht so aus, sehr hübsch. Und das ist so, oh ja, der Duft, der ist super. Also wenn ihr nicht schlafen könnt am Abend, dann müsst ihr diese Marke holen und euch mit diesem eincremen und dann seid ihr weg, Leute. Ihr schlaft wie ein Baby, also sehr toll gewesen. Ich habe weitere Produkte noch von denen, aber das war auch eine super Body Lotion. Dann was haben wir da noch? Ich war mal in einem Hotel in der Schweiz und da habe ich so ein Müsterchen erhalten und zwar von Penhaligon's London. Das Shower Gel einmal. Sehr schöne Verpackung, Leute, schaut. Aber ich muss sagen, das ist leider so ein Drehverschluss. Und ich muss euch sagen, der Geruch war super, aber ich finde, es geht kein Drehverschluss in der Dusche oder in der Badewanne, weil ihr habt nasse Hände und dann ist es so schwierig, das zu öffnen. Wisst ihr, was ich meine? Aber vom Aussehen her sehr schön. Eben das Shower Gel einmal und dann die Body Lotion. Und bei der Body Lotion muss ich auch sagen, eben Verpackung sieht sehr schön aus. Das Problem hier war, ich konnte die Body Lotion nicht rausdrücken. Also wisst ihr, was ich meine? Ich musste es immer so ein bisschen warten lassen, bis sie nach unten gekommen ist. Aber die Verpackung eignet sich definitiv auch nicht für Body Lotion, also leider nicht. Dann, was habe ich noch? Einmal von Trackle Moon den kuscheligen Seelenwärm Badeschaum mit Pflaume und Zimt. So süß, eine Katze. Und das war super. Also ich mag die Trackle Moon Badeschaum, Badesalze. Und die riechen immer so gut und die Farbe war auch perfekt. Also Zimt ist auch recht rausgekommen. Dann bleiben wir ehrlich bei Dresdner Essenz, verwöhnender Badehonig, süße Feige mit Mandelöl und Feige-Honigduft. Oh Leute, ich muss euch sagen, ich habe diesen Badeschaum etwa 2 Jahre gebraucht, bis ich es fertig gemacht habe. Und ich bin jetzt super froh, ist dieser Mal fertig, weil es hatte so viel drin und mit der Zeit mochte ich einfach nicht mehr das zu brauchen. Ich wollte ein bisschen Abwechslung und ich nehme dann schon so pro Woche 2-mal, 3-mal ein Bad und bis das mal fertig wurde, Leute. Also
Ich hole es mir leider nicht mehr nach, ich mag nicht mehr. Aber ja, wenn ihr Feige mögt und Mandelöl gerne habt, dann holt es euch. Dann, was habe ich sonst noch? Genau, von Dove habe ich noch die Creme Dusche Peeling da mit Macadamia und Reismilch aufgebraucht. Mochte ich sehr, Leute. Das ist so super. Das war so ein gutes Peeling. Also der Duft. Oh, ich habe mich verliebt. Genau. Das war so ein feines Peeling, Leute. Nicht so mit so richtig peelen können, welche die spürt. So, das war richtig wie so Sand. Habt ihr es euch dann so aufgeschmiert und so und dann war die auch super weich und würde ich mir wiederholen. Dann von Nivea das Body Soufflé Kokosnuss und Manoi-Öl. Hatte ich ja euch mal in meinem DM-Haul gezeigt, glaube ich letztes Jahr sogar. Und ja, also oh, der Duft ist auch super. Also Nivea und so neue Erfindungen von Nivea mit dem Nivea-Duft, das war super. Also ich würde mir auch dieses wiederholen gehen. Und ich weiß, eine liebe Followerin hat mir gesagt, dass es auch eine Kirsch-Edition von dem gibt. Und wenn ich diese in Deutschland oder irgendwo hier wieder entdecke, dann hole ich es mir. Es war super, Leute, super. Und dann mein Geheimnis für euch. Ich habe ja gesagt, dass meine Coiffeuse mir ein Shampoo empfohlen hat. Das habe ich immer noch in Gebrauch, das ist auch eine große Flasche. Und ich habe jetzt von dieser gleichen Marke vom Shampoo die Haarmaske aufgebraucht. Und die ist auch perfekt und ich empfehle diese einfach wirklich, wenn ihr schöne Haare wollt. Von Alcina oder Alcina Nutri-Shine Maske mit pflegendem Argan- und Traubenkernöl. Das sieht so aus. Sehr schön, sehr elegant. Und da war auch sehr viel drin. Ist jetzt fertig. Und der Duft, Leute, das ist unbeschreiblich. Also, wenn ihr so orientalische Düfte mögt, dann holt euch das. Und ich muss euch sagen, ich habe schon viele Masken ausprobiert, aber diese von meiner Coiffeuse, das ist einfach, ihr tut ein bisschen von dieser Maske auf eure Haarspitzen hier, dann nehmt ihr sie zusammen, macht einen Turban und lässt es so eben, ich lasse es immer so eine Stunde einwirken und dann habt ihr, also spült ihr das aus und dann habt ihr babyweiche Haare und so schöne, duftende, glänzende Haare und das ist wirklich diese Maske, Leute. Also holt euch, das ist nicht so billig wie L'Oreal oder so, wo die Haare auch zerstört und trocknet. Das habe ich bei dieser nicht, also wirklich holt sie euch. Genau. Ja, und dann kommen wir noch zum Haushalt, Leute. Wie versprochen kommen wir jetzt zu den Haushaltsprodukten. Und zwar habe ich hier einmal von der Migros Eigenmarke IM reinigendes Handgel, ideal für die Hygiene unterwegs geholt mit Granatapfel. Leute, ich liebe ja Granatapfel und den Duft mochte ich sehr gerne. Eben das Desinfektionsmittel war super. Wurde mit der Zeit leider ein bisschen zu flüssig, aber ich liebe Desinfektionsmittel schon vor Corona und ja, habe ich endlich mal aufgebraucht. Dann habe ich von Migros wieder das Spülmittel Manella Ultra Power Limited Edition mit Joghurt und Honig aufgebraucht. Und das ist mikroplastikfrei und wird nicht irgendwie mit tierischen Mitteln gemacht und besteht aus 80% recyceltem PET. Und Leute, der Duft, das war so toll. Das war einfach
so ein leckerer Duft, Leute. Ich habe immer noch 2 Flaschen von dem zu Hause und ich habe noch nie so einen geilen Duft gehabt. Also Migros ist einfach super, wirklich. Die machen so tolle Limited Editions und Gerüche und Düfte. Ich weiß nicht, also holt's euch. Also ich glaube, das gibt es nicht mehr leider so im Herbst, aber im Sommer war das. Ich bin froh, habe ich mir das geholt, diesen 3er-Verpackung. Dann habe ich von Coop Quality Fox Limited Edition Rosentraum geholt, Rose Dream. Leute, das ist auch ein Spülmittel mit Rosenduft, also ich muss schnell schauen. Ja, oh, das war wie ein Parfüm, Leute, für das Geschirr. Also, eben, wie ihr seht, ich liebe Düfte und wenn ich so spezielle Sachen sehe, dann bin ich einfach dabei und hol's mir. War auch eine große Flasche, hat lange gedauert, Verpackung ist wunderschön. Genau, hole ich mir ab und zu wieder nach. Dann von Perwoll das Sportmittel für Kleidung. Fand ich auch perfekt, Leute. Habe ich auch in Deutschland geholt. Und für so Sportkleidung, normale Spülmittel, sagen wir so, haben bei mir immer gekratzt am Körper und dieses hier nicht. Also ich werde es mir wiederholen, wenn ich dort bin. Hier ist es einfach sorry zu teuer. Dann wie sagt man, Wäschemittel in der Schweiz, die ich mir immer hole, ist von Migros. Das Total Sensitive Waschgel. Ja, Waschgel, oder? Ja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und zwar, ja, ich brauche dieses für alles. Also für schwarze Sachen, für farbige Sachen, für weiße Sachen. Und das ist wirklich so für empfindliche Haut. Also wenn euch so Seife kratzt an der Haut und so, dann holt ihr halt so etwas. Und meine Haut ist sehr empfindlich und deshalb ja, habe ich mir das zweimal geholt. Die Verpackung hat eben geändert. Die war so früher und jetzt sieht es so aus. Genau, aber die haben auch immer so Aktionen und ja, ich sehe hier gerade, ihr könnt 36 Mal mit der Wäsche waschen und ja, der Duft ist auch super, ist nicht parfümiert oder so, hier steht sogar vegan. Wird, glaube ich, sogar in der Schweiz produziert, also super. Und dann bin ich eine Brillenträgerin eigentlich, wenn ich so mit dem Laptop, PC arbeite. Und dann muss ich halt schon meine Brille reinigen und für das habe ich von dem die Visiomax feuchten Brillenputztücher aufgebraucht. Die sehen so aus. So, sorry. Genau, und die sind super, die sind so wie für das Matte, also fettlösend, streifenfreie Reinigung, vermindern das Beschlagen. Genau, und hier steht auch, also hier ganz klein, so für Brille, Nattel, iPads und für die Kamera. Und da sind 52 Stück drin, also super. Ich hole mir diese immer nach, wenn sie fertig sind. Genau. Und ja, kommen wir noch zum letzten Part, Leute. Ich mag schon fast nicht mehr reden, wirklich. Und das sind so, wie soll ich sagen, so Mischmasch-Produkte, aber die brauche ich halt auch immer. Wie gesagt, die letzte Kategorie sind ja so Mischmasch-Produkte, aber auch ohne diese kann ich leider nicht sein. Und zwar habe ich hier im Sommer und Frühling halt, weil ich schon so lange keinen Aufgebrauch mehr gemacht habe, 3-mal Compeed, genau, nicht Complete, Compeed Blasenpflaster aufgebraucht. Und diese sind so eben für hinten beim Fuß. An der Ferse, da sind irgendwie, wie viel sind drin hier?
steht glaube ich nicht. Ich glaube 8 Stück oder 7 Stück, irgendetwas so. Und ich liebe diese Marke. Das ist die Marke, die am längsten hält bei mir und ihr könnt auch mit dieser ins Wasser baden gehen und die haltet immer noch, Leute. Also ich hole mir diese immer nach aber ich hole sie in Deutschland, weil hier sind sie einfach extrem teuer und ich möchte nicht irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 12 Franken oder so, nur für 8 Stück oder 6 Stück oder so etwas, das hier bezahlen. Also sorry, aber das geht nicht. Genau, 3-mal hole ich mir immer wieder nach dort. Dann habe ich von Odol Med 3 Weidenschein Zahnpasta aufgebraucht. Das ist für strahlend weißere Zähne und Glosseffekt in nur 7 Tagen. Schutzschild vor Verfärbungen. Genau. Ich habe diese täglich gebraucht, bis meine Zahnärztin gesagt hat, was ist das für eine Zahnpasta, die du brauchst? Dann habe ich gesagt, ja, eine von Deutschland. Und dann hat sie mir gesagt, ja, brauch diese nicht mehr, weil die hat ein bisschen deine Zähne empfindlicher gemacht oder ja, eine aufhellende Zahnpasta nicht jeden Tag benutzen. Nur so 2 oder 3 Mal, halt einfach für bestimmte Anlässe brauchen, weil sonst machen diese die Zähne kaputt. Und jetzt brauche ich halt Elmex, weil hier Elmex empfohlen wird. Was braucht ihr eigentlich für eine Zahnpasta, Leute? Schreibt es doch in den Kommentaren. Genau, das. Dann habe ich von Dove 2-mal ein Deo-Roll-On aufgebraucht, und zwar Limited Edition Refreshing Summer Rituals mit Aloe Vera und Rosenwasserduft aufgebraucht. Und genau, die hat, ich muss schnell schauen, die hat 0% Akku, Alkohol drin, genau. Also aluminiumfrei ist sie nicht, Leute, aber ich habe gesagt, ich brauche aluminiumreichere Deos, weil sonst wirkt es bei mir nicht. Genau, der Duft muss ich schnell schauen, war glaube ich sehr lecker. Genau, der Duft war auch sehr toll. Aber er ist halt eher so für den Sommer-Frühling gedacht, weil es halt so blumiger ist. Genau. Dann habe ich von Lidl die Sienne Eigenmarke Madame Glamour Handcreme aufgebraucht mit Shea Butter und Arganöl. Sieht so aus, vielleicht gibt es sie noch oder vielleicht war sie auch Limited Edition, ich weiß es nicht. Ja, also was soll ich sagen? Die war mir leider ein bisschen zu parfümiert. Und ja, ich habe so viel von dieser gebraucht und habe keinen Unterschied gemerkt bei der Pflege von den Händen. Also die waren immer noch sehr trocken und ja, also der Duft hat mich sehr gestresst, Leute, und ich habe das wirklich jeden Abend gebraucht, bis es mal fertig ist. Aber ich muss euch sagen, die Öffnung ist ja sehr klein, darum geht es auch lange, bis die Creme alle ist. Und von dem her muss ich sagen, das ist schon gut. Aber den Duft mochte ich nicht und Lidl hat ja eigentlich auch sehr gute Handcremen und vielleicht hole ich mir dann diese mal wieder nach. Aber diesen habe ich mal unterwegs im Notfall geholt und ja, war nachher nicht so sehr happy mit dieser. Dann habe ich noch 3 Produkte, und zwar einmal von Sensident die Interdental Sticks in ISO 3. Das sind so Sticks für die Zahnzwischenräume und wenn ihr Spangen drin habt. Habe ich 2-mal gebraucht, die sind von Müller, sehr gut und sehr günstig und da sind 32 Stück drin. Und dann wieder einmal von Sensident, die ISO-Sticks eben in Nummer 1, die für
kleinere Zwischenräume, die finde ich eben auch sehr toll. Also die sind sehr günstig und es hat viele drin und ja, ich brauche diese täglich. Aber leider habe ich gemerkt, ich glaube, diese wird es nicht mehr im Müller in der Schweiz geben, weil die haben einfach gemerkt, dass das läuft, ist günstig, die Leute holen es und entweder verändern sie die Verpackung oder sie schaffen es ab. Ich weiß nicht, ich muss noch mal nachschauen gehen, aber das macht mich schon traurig, Leute. Also, ja. Und dann das letzte Produkt, Leute. Und das ist ein Armani Sea Parfüm. Und zwar, oh Leute, ich muss euch sagen, ich habe dieses Parfüm so lange gebraucht und wenn ich das rieche, dann, das war so ein Winterduft für mich. Dann kommt immer so Winter mir in den Sinn und ich bin ja im Winter geboren und ich liebe diesen Duft, Leute, aber ich habe das Parfüm jetzt aufgebraucht. Aber ich werde es mir wiederholen. Das ist wirklich einfach die klassische Version, nicht die hellere oder nicht die rote Version. Aber die Verpackung ist auch sehr schön und der Duft ist einfach elegant, frisch, stark und ich mag solche Parfüme, Leute. Braucht ihr eigentlich diese Version oder habt ihr auch schon die anderen Versionen gebraucht vom Sea Armani Parfüm? Schreibt's doch, also ich bin sehr gespannt. Vielleicht mag ich auch die anderen, aber dort getraue ich mir leider noch nicht so, das zu testen. Genau. Also Leute, das war schon alles von mir. Ich weiß, das war ein riesiger, wie sagt man, aufgebraucht Video. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid bis jetzt noch dran geblieben. Und ja, falls ihr solche Videos mögt, dann gebt mir einen Daumen hoch und schreibt doch sonst, was ihr so für Produkte braucht, weil ich bin immer gespannt und auf neue Produkte und teste sehr gerne und schreibt doch, was ihr so braucht. Genau. Wir sehen uns wieder bald. Ich habe tolle Videos in Planung und ja, bis bald, meine Lieben. Tschüss!